Glaubst du, das ist möglich für einen deutschen Drucker, wenn man diese Film ansehen, etwas zu lernen? Wir müssen alle lernen. Darum Inspiration zu bekommen, in Wissen und Erkenntnis umzuwandeln. Meistens kennen sich die Druckereiunternehmer sehr gut über Verbandsarbeit und so weiter. Hallo, liebe Freunde von Inkish, das ist eine ganz besondere In-Between-Ausgabe von Weber und Reithoft. Aus dem Grund heraus, dass ich ohne Morten Reithoff hier kurz spreche und mich zeige und einfach mal ein flammendes Bekenntnis abliefern kann. Die Besonderheit dieser Episode ist, ich bin momentan noch in Kopenhagen, also dort, wo Morten Reithoff von Inkish lebt und arbeitet, wenn er mal zu Hause ist und nicht rund um den Globus unterwegs. Und wir haben gerade wunderbare Tage hier verlebt mit dem sogenannten Inkish Non-Event. Es waren rund 90 Gäste da aus 18 Ländern, also sehr international und teilweise von sehr weit her, aus den Vereinigten Staaten, aus Europa und überall. Alles Leute mit einem internationalen Blick, super charmant und was muss ich sagen, es war kein typischer Business-Event, es war fast wie ein Familientreffen, selbst wenn ein Großteil der Familie sich vorher noch nie gesehen hatte. Und das hatte einen ganz besonderen Reiz und ich muss sagen, diese ganze Geschichte hier war perfekt organisiert, aber ganz locker und charmant gemacht fürs Publikum und nicht gemacht, damit der Organisator Morten Hendrik und das ganze Inkish-Team sozusagen stolz auf sich sein kann und das zur Schau trägt. Überhaupt nicht. Man findet ja viele Veranstaltungen, die einfach dazu dienen, den Veranstalter zu huldigen. Das war hier genau umgekehrt. Es ging 100% um das Publikum. Es ging 100% darum, sich vernetzen zu können, sich auszutauschen. Ich selbst hatte das Glück, Leute zu treffen, die ich schon 10, 15 Jahre nicht mehr gesehen habe. Aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich waren wir alle zu beschäftigt, um sozusagen fürsorglich zu sein. Insofern ein Reset. Ich habe mich hier so wohl gefühlt wie die ganzen letzten Jahre nicht mehr. Und neue Leute kennenzulernen, Patrick aus Oslo, wir haben festgestellt, dass wir über 30 Jahre ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben, gerade auch mit großen und bedeutenden Firmen aus USA. Und wir haben den ganzen Abend gestern beim Essen uns so intensiv ausgetauscht und fast schon Freundschaft geschlossen. Das war sehr besonders. Es gab natürlich auch Fachteile wie Vorträge. Ich habe das über LinkedIn kommuniziert und dargelegt. Das kann jeder dann nachgucken. Hashtag NonEvent23 in einem geschrieben. Und viele andere haben natürlich auch ihre Kommentare abgesetzt. Und es gab nicht einen Punkt, wo ich als kritischer Mensch sagen muss, boah, das war jetzt nicht so gut, das hätte man besser machen können. Überhaupt nicht. Also, beide Daumen hoch. Vielen Dank, Morten, für deine Fürsorge, für deine Freundschaft, für deine Herzlichkeit, was natürlich auch über das ganze Inkish-Team, die inklusive Familie und Töchter und Söhnen da waren, wie auch einige der Besucher, die Familie mitbringen konnten und wollten. Das war ganz wunderbar und in das Programm reinschauen kann man, wenn man sich auf LinkedIn bewegt und schaut, was Morten darüber berichtet. Das Programm ist publik gemacht, da muss man sich nicht weiter drum kümmern. Langer Rede, kurzer Sinn. Um jetzt die Redezeit alleine nicht überzustrapazieren, es war fantastisch. Es zeigt, Print ist so lebendig wie je und selbst die Jüngeren, ich bin ja schon ein alter Hase und mittlerweile 50 Jahre im Geschäft, weil ich früh angefangen habe, immer mit Print zu tun habe. Mittlerweile gibt's jede Menge jüngere Leute
die sozusagen den gleichen Spirit haben wie wir alten Hasen auch. Und das ergänzt sich ganz hervorragend. Auf der einen Seite die Erfahrung und das Erfahrungswissen und auf der anderen Seite die jungen, dynamischen Köpfe, die ganz fantastische neue Dinge ausprobieren und bereit sind, Risiken zu übernehmen. Und das ist natürlich eine super Botschaft für die Printbranche. Und ich hoffe, im nächsten Jahr, wenn wir dieses Damoklesschwert begutachten, das ja über der Drupa 2024 schwebt, ich hoffe, dass wir genau getrieben durch diesen Spirit ganz viele tolle neue Erlebniswelten schaffen können. Und wer hier dabei war, ist und bleibt für viele und Jahre und lange Zeit zutiefst zuversichtlich, dass Print genug Potenzial bietet, um der Kreativität freien Lauf zu lassen. Also nochmal herzlichen Dank, Henrik, Morten, das ganze Inkisch-Team. Ihr habt das toll gemacht und wir als Familie, wir wuppen das in ganz besonderer Art und Weise. Und ich möchte alle, die nicht dabei sein konnten, dafür begeistern. Guckt, was da publiziert wird. Ich bin sicher, es entstehen gute Filme in kürzester Zeit und dann kann man nachvollziehen, was ich hier so beschwärme, buchstäblich. Also, danke, danke, danke. Weber und Reithoff, heute nur mit Weber, aber warum nicht? Und mir war das eine Herzensangelegenheit, mich dazu zu äußern. Tschüss und bis bald und das nächste Mal wieder mit Morten zusammen. Der muss sich jetzt erstmal ausruhen und ein langes Wochenende gönnen. Also, ciao, ciao, bye.